Guten Morgen aus Korhogo. Ich bin jetzt nach wie vor im Norden von der Elfenbeinküste. Ich fahre jetzt gerade aus meiner Unterkunft raus. Wollte ich gerade zum Mufti was holen und was sehe ich da? Ja, nun sind wir hier an der Moschee in Kong. Die Moschee, die ist aus dem 17. Jahrhundert und ist die älteste Moschee hier in der Elfenbeinküste. Die ist komplett aus Lehm gebaut und noch von damals so erhalten. Jetzt befinden wir uns im Innern der Moschee. Eigentlich schwierig hier reinzukommen. Zumindest wenn du nicht jemanden kennst von außen. Es sind überall hier noch Fledermäuse. Ja, die Jungs hier, die haben eine Mammutaufgabe vor sich. Die schaufeln hier den ganzen Kanal, schaufeln die hier raus, den Dreck, und dann bringen sie ihn mit der Schubkarre zur anderen Seite. Super! Ja, wir sind ja hier noch in Kong, jetzt am Nachmittag. Bisschen abgekühlt, es war immer noch ziemlich heiß. Wir heute vom Mufti die Kette ein bisschen spannen, ölen und vorne das Zahnrätsel ein bisschen sauber machen. Ja, und bei unserem letzten Sturz ist doch ein bisschen was kaputt gegangen. Schaut mal, da hat es den Auspuffkrümmer hier ziemlich reingedrückt. Und hier hat es auch ein bisschen was erwischt, aber gut, geht schon. Schraube hier haben wir auch verloren. Die müssen wir noch finden und richten. Ja, und hier hatte es ein bisschen was gegeben, aber gut, das ging noch regelt. Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Kong. Ich bin heute wieder früh aufgestanden, denn es ist hier sehr heiß und am Morgen noch sehr angenehm. Und wir werden uns jetzt aufmachen in Richtung ghanaische Grenze, aber nur in die Richtung da. Das sind noch ein paar 100 Kilometer. Und wir hatten uns entschieden, dass wir den Norden bereisen und dann auch im Norden von Ghana einreisen. Und jetzt geht's ja los. Servus. Hey, servus. Ja, ich muss hier kurz stoppen, wegen Baustelle, aber ich nutze mal gerade die Zeit, um abzuchecken, wo ich gerade bin. Ich bin gerade am sehr nördlichen Punkt in der Elfenbeinküste
Ich denke so 200-300 Meter weiter vorne ist die Grenze zu Burkina Faso. Ja, hatte ich mir schon überlegt, aber zum einen ist das Visa sehr, sehr teuer und zum anderen gibt es hier auch irgendwie gar keinen wirklichen Grenzübergang. Deswegen fahren wir weiter auf unsere Route Richtung Ghana. Ja, da ist wohl mal jemand liegen geblieben hier. Da. Muss schon eine Zeit lang her sein. Jetzt machen wir hier mal eine Pause. Und dann trinken wir was und dann Mufti kriegt auch mal kurz die Verschnaufpause. Das sind schon sehr ruppige Straßen hier. Ja, seit Kong war noch ein bisschen geteert und seitdem hattet ihr vorhin schon ein bisschen gesehen auf den Bildern. Ja, und nach wie vor hier ja, Schotterpisten. So wie hier ist okay, aber manchmal auch sehr steinig und mit Potholes. Ich schicke jetzt mal die Drohne hoch hier und dann seht ihr, wie weitläufig das ist. Da, schaut mal. Ansonsten geht es nach wie vor Richtung Ghana. Vorhin ja schon erwähnt, wir sind hier ziemlich nah an der Burkina Faso Grenze. Aber alles gechillt, no problems. In diesem Sinne noch viel Freude. Ja, guten Morgen. Jetzt bin ich die letzte Station vor der ghanaischen Grenze. Auch wieder ein bisschen früher aufgestanden heute, dass wir schön in der Kühle fahren können. Gestern war es auch wieder sehr heiß. Ja, also wir haben so circa 2 Stunden zur Grenze, 2,5. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Bye bye. Ja, wollte ich euch mal zeigen. Der Mufti wollte sich gerade in diesem Loch hier verstecken. Mitten auf der Straße. Die Straße ist eigentlich geteert, aber dann gibt es dann doch immer wieder diese Schlaglöcher, wenn man die noch Löcher nennen kann. Schaut mal hier. Da geht es dann teilweise einen Meter runter. Ja, da muss man dann aufpassen. Ja, manchmal machen sie auch so Warnzeichen her, dass man dann weiß, dass man dann so einen Meter versinkt. Ja. Ja, es sieht so aus, als hätte es ihn erwischt. Oder wir machen eine kurze Pause hier. Ne? Hey bro, how are you? Ja, jetzt sind die Kollegen hier stecken geblieben. Da werden wir denen jetzt mal helfen. Wir haben hier Wasser geholt. Ja Leute, unsere Lösung gefunden. Nochmal ausladen, rausfahren, wieder einladen. Jetzt ist er draußen, super. Bye bye, take care. Oh, oh. Ja, servus Leute. Ich bin jetzt hier auf
auf den letzten Metern in der Elfenbeinküste am Grenzübergang zu Ghana. Hey, Immigration, wer ist Immigration? Hello. Wer ist Immigration? 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 Vous sortez du pays, To Ghana. vous te patientez. Tu appelles le patron. I talk to Mr. Alam. Hmm? Alam, Mr. Alam. Mr. Alan. I talk to him, he say, I not speak French, no, English, English. Yeah. Allemand. Gerade beim Zoll der Elfenbeinküste und der Chef ist gerade nicht da zum Abstempeln von dem Carnet. Und jetzt bin ich hier und die Kollegen haben mich auf eine Cola eingeladen. Wir hier kurz aufgehalten, das war schon der Zoll. Der Boss war oder ist auch Motorradliebhaber. Hat mir sein Motorrad da gezeigt. Und in der Zeit, wo ich auf ihn warten musste, haben sie mir eine Cola spendiert. Habt ihr ja vorhin gesehen auf dem Bild. Glaubt ihr ja keiner. Ja, und jetzt sind wir schon auf dem Weg. Zoll erledigt, jetzt sind wir auf dem Weg zur Immigration. Noch Elfenbeinküste. Ja, kurzes Fazit. Ja, war auch wieder sehr schön hier. Wieder sehr freundliche und hilfsbereite Menschen. Was mir dieses Mal aufgefallen ist, sind die Religionen. Viele Christen hier und aber doch überwiegend noch Moslems. Ja, und überhaupt kein Stress untereinander. Ich habe mal ein bisschen gefragt. Auch und alle sagen super. Kein Stress. Ich habe ja den Süden bewusst ausgelassen dieses Mal. Die Küstenregion als auch die Großstadt Abidjan und mich für den Norden entschieden und bin da wirklich auch belohnt worden. Yamoussoukro und Kong, die große Basilika und die Moschee waren schon sehr schön. Auch landschaftlich. Bisschen robuste Straßen oben im Norden. Ansonsten ist das Verkehrsnetz super ausgebaut. Es ist nach wie vor noch sehr grün. Aber es wird jetzt schon heiß. Regenzeit ist ja rum. Jetzt wird es schon, man spürt schon. Ne? In diesem Sinne, Leute, ich fahre jetzt noch zur Immigration. Und wünsche euch eine gute Woche. In diesem Sinne, Servus!